Mein Name ist Monika Tscherjan. Ich bin Senior Scientist in der Forschungsgruppe von Professor Gerald Striedner am Institut für Bioverfahrenstechnik am Department für Biotechnologie hier an der BOKU. Die Biotechnologie ist eine anwendungsorientierte Technologie an der Schnittstelle von Biologie, Medizin, Chemie und Ingenieurwissenschaften. Mein Forschungsfokus liegt auf dem Design und der Entwicklung von Bioprozessen für die Produktion von rekombinanten Proteinen, Peptiden und Nukleinsäuren. Diese können für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von Enzymen für industrielle Anwendungen, für Waschmittel oder für den Abbau von Kunststoffen, über neue Biomaterialien bis hin zu dem großen Bereich der biopharmazeutischen Wirkstoffe wie Antibiotikafragmente, Insulin, Hormone, Antibiotika und Impfstoffe. Wir nutzen Bakterienzellen, zumeist das Darmbakterium Escherichia coli, als Zellfabriken, um diese Produkte herzustellen. Dazu werden die Bakterien gentechnisch so verändert, dass sie die gewünschten Wirkstoffe herstellen können. Der Prozess, bei dem die Bakterien kultiviert werden und die Produktsynthese stattfindet, wird in Bioreaktoren durchgeführt und als Fermentation bezeichnet. Danach werden die rekombinanten Proteine in weiteren Prozessschritten von all den anderen Zellbestandteilen isoliert und gereinigt. Meine wissenschaftliche Arbeit hat zu mehr als 50 Veröffentlichungen geführt. Ich habe 18 Dissertationen mitbetreut und 6 Erfindungen eingereicht, von denen 4 zum Patent angemeldet wurden. Es ist unglaublich faszinierend, wenn aus vielen kleinen Bausteinen plötzlich ein großes Ganzes entsteht und man dadurch große, komplexe Zusammenhänge verstehen kann. Erfindungen sind in der Regel das Ergebnis zielgerichteter Forschung, manchmal aber auch die Ergebnisse eines überraschenden Zufalls. Was meine Arbeit besonders spannend macht, ist, dass ich immer in Projektteams arbeite. Die Diskussionen mit meinen großartigen Kolleginnen und motivierenden Studierenden begeistern mich und führen zu innovativen Ansätzen. Ursprünglich wollte ich keine akademische Laufbahn einschlagen. Aber während meiner Dissertation habe ich festgestellt, dass die angewandte Forschung an der Universität genau das ist, was ich machen möchte. Hier habe ich die Möglichkeit, sowohl Grundlagenforschung als auch konkrete Verfahrensentwicklung zu betreiben. Auch das positive Arbeitsumfeld an unserem Department hat mich darin bestärkt, Forscherin zu werden. Ich bin dankbar, aber auch stolz, dass es mir gelungen ist, Karriere und Familie zu vereinbaren, trotz der manchmal prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Dank meines Arbeitsgruppenleiters, der wertschätzenden Atmosphäre in unserem Institut, aber vor allem dank der großartigen Unterstützung meines Mannes und meiner Familie war es mir möglich, 3 wunderbare Kinder großzuziehen und meinen Beruf auszuüben. Seid selbstbewusst und steht zu euren Ideen. Lasst euch niemals entmutigen. Nehmt Herausforderungen an, ihr werdet über euch hinauswachsen. Sucht die Diskussion mit Kolleginnen, arbeitet in Teams, gemeinsam lässt sich viel mehr erreichen. Hinter jeder großen wissenschaftlichen Errungenschaft steht immer eine Gruppe von Menschen, die mit vereinten Kräften zusammengearbeitet haben. Setzt euch ehrgeizige Ziele, aber freut euch auch über die kleinen Erfolge im Forschungsalltag. Um erfolgreich forschen zu können, ist es wichtig, auch abschalten zu können. Nehmt euch Zeit für eure Familie, feiert mit Freunden und geht auch anderen Interessen nach. Einen guten Ausgleich zu meiner kopflastigen Arbeit finde ich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Rettungshundeführerin bei einer Blaulichtorganisation der österreichischen Rettungshundebrigade. Ich habe meinen Hund Juma ausgebildet und als einsatzfähiges Rettungshundeteam suchen wir vermisste Personen, um im Ernstfall Leben zu retten.